Also, hier ist endlich das neue Modelleisenbahn-Sammlungsvideo von mir. Das letzte dieser Art kam 2019, also vor 4 Jahren. Und jetzt zeige ich meine H0 und 00 Lokomotiven zum Standpunkt Januar 2023. Ich werde hier auch nur die Lokomotiven zeigen, für den Rest habe ich gerade keine Lust. Es sind um die 60 Lokomotiven und ich sage um die 60, weil man sich bei manchen Lokomotiven streiten kann, ob sie wirklich als Lokomotive zählen. Also fühlt euch frei, selber mitzuzählen und selbst zu entscheiden, was ihr mitzählen wollt und was nicht. Fangen wir also an mit den Bachmann-Thomas-Lokomotiven. Hier ist Thomas, das ist der zweite Standard-Bachmann-Thomas, den ich je hatte. Den ersten habe ich im Februar 2016 in diesem Deluxe-Set bekommen. Diesen hier habe ich aus dem Weihnachtsset zu Weihnachten 2016 bekommen. Das erste Modell wurde verschrottet und anderweitig verwendet. Und dieses hier trägt gerade ein trauriges Gesicht von Shape Race. Als nächstes der Bachmann Edward, über den ich nicht viel zu sagen habe. Der hat auch Shape Race Gesichter, aber die benutze ich selten. Dann der Bachmann Henry, der nie richtig funktioniert hat und seit einer Weile überhaupt nicht funktioniert. Weshalb ich ihn irgendwann mal ersetzen werde, aber das schiebe ich auch immer weiter auf. Dann der Bachmann Gordon. Das dürfte, wenn ich mich richtig erinnere, die allererste Lok gewesen sein, bei der die Verpackung nicht dabei war. Hier ist James, die 2002er Variante, bei der ich die ganzen falsch gefärbten Teile selbst schwarz bemalt habe. Außerdem benutzt James als einziger exklusiv die Shape Race Gesichter und ich bin momentan dabei, Magnete einzubauen, um die Gesichter leichter zu entfernen und auszutauschen. Aber noch ist das nicht fertig, wie man sieht. Das kommt also auch noch. Als nächstes kommt Percy und das ist ein Hybrid aus der Bachmann-Variante und der 2015er Hornby-Variante. Habe ich zusammengeschustert aus Teilen von beiden. Das ist mein einzigartiger Percy. Als nächstes der Bachmann Toby, auch die alte Variante. Da kam auch 2019 oder so eine neue raus. Dann Duck, über den es auch nicht viel zu sagen gibt, außer dass ich die Variante habe, bei der keine Kappen auf den Sandkästen sind. Manche haben da solche Kappen. Dann der Bachmann Donald, zusammen mit Douglas, das allererste Bachmann-Modell, was ich je hatte. Das Gesicht habe ich einmal ersetzt. Douglas, zusammen mit Donald, das erste Bachmann-Modell, was ich je hatte. Ich habe da einmal die Bodyshell ersetzt. Bachmann Oliver, den ich von Nemo Studios bekommen habe. Emily aus Emily's Passenger Set. Ich habe 2 Hülsen für den Tender und beide habe ich modifiziert. Bei der ersten habe ich den grünen Wassertank schwarz gefärbt und bei dem hier habe ich die Nummer 3 aufgeklebt, was für Mea relevant ist. Dann der Bachmann Spencer, der mir einmal von der Platte gefallen ist, was die Puffer zerstört hat, weshalb neue Puffer zur Verfügung gestellt wurden von Stepney Productions. Dann Bill, welches das erste und eins von wenigen Modellen war, welches ich in der Serie gezeigt habe, bevor ich es in einem Update-Video gezeigt habe. Dann auch Ben, den ich damals für 35 Euro bekommen habe, ein absolutes Schnäppchen, gar nicht mehr zu denken heutzutage. Und sein Gesicht habe ich auch einmal ersetzen müssen. Dann Rosie. Ich habe zu Weihnachten 2018 2 Rosies bekommen, weil ich vorhatte, eine rot zu färben, wie in Staffel 21. Aber dann hat Bachmann die rote Rosie selbst herausgebracht und ich habe das zweite Modell als Stuntmodell und Schrottmodell verwendet. Speaking of, hier ist die Bachmann rote Rosie, in meiner Serie bekannt als Taylor und Rosies Schwester. Das war's mit den Dampfloks, nun zu den Bachmann Diesel-Loks. Hier ist Diesel. Auch hier habe ich einmal die Bodyshell und das Gesicht ersetzt. Mavis habe ich zusammen mit Diesel bekommen. Für Mavis habe ich auch eine Ersatz-Bodyshell. Die sie momentan hat, ist die Originale, bei der ich die Schrift entfernt habe, um sie in Maeve zu verwandeln für Mea. Als nächstes Salty aus dem Salty's Dockside Delivery Set. Das war meine erste Bachmann Diesel-Lok. Als nächstes Ari. Gibt nicht viel über ihn zu sagen. Außer, dass ich noch Bird habe. Bei Bird habe ich ein bisschen mehr Bart aufgemalt, um die beiden besser auseinanderhalten zu können. Hier ist Paxton, über den ich jetzt auch spontan nichts zu sagen habe. Und die Bachmann Daisy, welches die neueste Lokomotive in meiner Sammlung sein dürfte, im Sinne von, dass es die als letztes herausgebracht wurde. Nun ein paar Bachmann Special Editions, wenn man so will. Der Staffel 2 Thomas, den habe ich bekommen von Calaby und modifiziert wurde er von Modrail. Der wird benutzt für das Staffel 2 Remake. Dann der Celebration Thomas, den habe ich zum Geburtstag 2021 von Calaby bekommen. Dann der London Brighton and South Coast Railway Thomas. Als nächstes der Busy Bee James, in meiner Serie bekannt als CJ. Und der schwarze Origin James, bei dem momentan das Gesicht fehlt. Ich weiß spontan nicht, wo es ist. Und nun zu den Hornby Thomas Loks. Da haben wir Thomas halt. Dann der Hornby Edward, wenn man mal vom Percy-Hybriden absieht. Das ist das einzige Hornby-Modell aus dem neuen Sortiment von 2016. Dann Henry, welches eines der teuersten Modelle in meiner Sammlung war, aber ich musste es selbst nicht bezahlen. Ich liebe dich, Mutter. Und der Hornby Gordon, ebenfalls hier. Hornby James, habe ich auch nicht viel zu sagen.
Sowie den Hornby Percy, das ist die Variante aus den 80ern, die auch so richtig viel Speed drauf hat. Dann der Hornby Toby, den habe ich von Anti-SpongeBob bekommen. Genauso wie den Hornby Duck. Dann der Hornby Oliver. Ja. Hornby Bill, weiß ich auch nicht viel zu sagen. Hornby Ben, sieht halt fast genauso aus wie Bill, außer dem Namensschild. So, der Hornby Stepney. Den habe ich von Nemo bekommen und der war ungefähr ein Jahr lang bei Stepney Productions, weil er und seine Leute ihn als Referenz benutzt haben für den G-Spur Stepney. Hier ist der Hornby Spencer, den habe ich auch von Anti-SpongeBob bekommen. Und nun schon die Dieseloks, hier ist Bear. Und hier ist D261, in mehr auch Larry genannt. Manche würden ihn auch Klasse 40 nennen, aber das Hornby-Modell ist eine Klasse 37. Nun zu ein paar Customs. Hier ist Neville, eine Hornby Q1 mit dem Gesicht eines Holzeisenbahn-Nevils. Hier Mallard, eine Hornby Mallard, die ich 2016 im National Railway Museum bekommen habe. Mit dem Gesicht von einem Holzeisenbahn Spencer, welches ich 2016 aus dem Drayton Manor Theme Park bekommen habe. Mein 13. Geburtstag. Hier ist Rachel, eine Bachmann Branchline Small Prairie mit dem Gesicht einer Trackmaster Push-Along Rebecca. Amber, eine Hornby Southern Railway West Country Class mit dem Gesicht einer Playrail Belle. Und hier ist Hugo, das Gehäuse eines Märklin Schienenzeppelins unbemalt mit Technik des ursprünglichen Bachmann Thomas. Allerdings habe ich abgesehen von den Rädern die ganze Technik entfernt vor Frust. Ja, mit diesem Modell ist viel Frust verbunden. Anyway, das war gerade eine gute Überleitung zu den deutschen Loks, die ich habe. Hier ist noch eine Frieda, eine Riva Rossi Baureihe 10, unbemalt, mit dem Gesicht einer Trackmaster Hyperglow Ashima. Und hier ist Melina, ein weiterer Original Character. Sowohl Frieda als auch Melina als auch der Bachmann Spencer haben Streifen, die ich bekommen habe von Hilgi, der, wie manche vielleicht wissen könnten, uns ja leider letztes Jahr verlassen hat. Ruhe weiterhin in Frieden. Weiter geht's mit Boris, einer Pico V60, bei der sich das Gesicht sehr leicht entfernen lässt. Boris wurde in keinem Modelleisenbahn-Update gezeigt. Ich habe ihn im November 2020 bekommen und geheim gehalten, bis er in Mea aufgetaucht ist. Als nächstes eine Ludmilla, Reichsbahn-Variante. Irgendwann besorge ich mir auch noch eine 232-Variante. Oder auch ein paar andere Varianten. Dann eine BR 218, die habe ich bekommen von Robin Prüch. Jetzt wieder zurück zu britischen Lokomotiven. Hier ist 1020, eine LNER J15. Die habe ich bekommen von The Sudrian Liam. Bekommt vielleicht noch ein Gesicht, bin mir nicht sicher. Als nächstes eine Ginty, auch die wird vielleicht noch ein Gesicht bekommen, ich bin mir echt nicht sicher. Dann eine Class 42 Warship, die eines Tages irgendwann zu Diesel 10 werden könnte. Nicht in nächster Zeit. So, dann hier Canadian Pacific, eine Merchant Navy Class Rebuild. In Mea Aaron genannt, jetzt offiziell. Werde ich wahrscheinlich kein Gesicht drauf tun, weil ich das Modell nicht zerstören möchte. Und hier ist Tornado, die aktuell neueste Lokomotive in meiner Sammlung. Im Sinne von die letzte, die ich bekommen habe. Nämlich gerade erst zu Weihnachten. Und dann habe ich hier noch Pip und Emma. Nur Emma hat einen Antrieb, weshalb Pip gewissermaßen ein Steuerwagen ist, aber gewissermaßen auch ein Triebkopf. Aber fahren tut nur Emma. So, there you have it, folks. Ich zeige jetzt noch mal ein paar kleine Statistiken, die ich mir aufgeschrieben habe. Hier habe ich aufgeschrieben, in welchem Monat ich wie viele neue Lokomotiven bekommen habe. Man sieht zum Beispiel dadurch, dass 2021 das Jahr war, in dem ich die meisten neuen Loks bekommen habe, mit 16 neuen Lokomotiven in diesem Jahr. Das war das Jahr, wo ich angefangen habe, auch die ganzen Hornby-Varianten zu sammeln. Gefolgt mit 2016 mit 14 neuen Lokomotiven. Das war auch so ziemlich das erste Jahr, wo ich überhaupt Sachen gesammelt habe, also hatte ich da noch alles offen. Und damals konnte man sich die Sachen auch noch leisten. Am wenigsten natürlich 2015, da hatte ich nur 2 Loks bekommen, die 2 allerersten Märklin-Sachen halt, Thomas und Percy. Abgesehen davon habe ich 2019 auch nur 2 neue Loks bekommen. Und nun zu Monaten. Die meisten neuen Loks bekomme ich generell im Dezember, was Sinn macht, weil da Weihnachten ist. Gefolgt vom September, was auch Sinn macht, da ich da Geburtstag habe. Und auf dem 3. Platz der März tatsächlich. Auf dem letzten Platz der Februar. Nur 2016 habe ich im Februar eine Lok bekommen. Ziemlich interessant. Bin ich auch mal gespannt, was 2023 alles kommt. Ob da Bachmann, Ryan, Rebecca, Bo, was da jetzt rauskommt und was nicht. Oder was für andere Nicht-Thomas-Sachen mir in den Schoß fallen. Ob ich mich bei der Arbeit wieder in irgendeine deutsche Lok verliebe, die ich unbedingt als Modell haben will. Oder einfach ein richtig gutes Angebot bekomme. Wer weiß. Wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, wie schnell dieses Video hier wieder nicht aktuell sein wird. Aber erst einmal sollte das reichen. Also, ja,
Bis denne und so.